Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dass wir den ersten Teil machen wollen von dem, was ihr im Intro gesehen habt. Dieses 30 Sekunden Kurzvideo solltet ihr am Ende dieses Mehrteilers auch erstellen können. Heute fangen wir damit an, dass wir hier den Boden alles fertig machen und dann hier diesen Steinkreis machen und dem Ganzen dann noch Material geben und ein HDRI für die Beleuchtung dahinter packen. Also so oder ähnlich könnte es bei euch am Ende auch aussehen. Und dann lasst uns mal ohne groß Geschnacke reinstarten. Dann löschen wir erstmal alles und fangen mit den Einstellungen an. Ich will arbeiten im Cycles und GPU Complete oder Compute. Und dann gehen wir hier, möchte ich in 4K machen. Ihr könnt das für euch aussuchen, was ihr möchtet. Und ich möchte 60 Frames machen. Dann möchte ich, dass das Video ungefähr 30 Sekunden geht am Ende. Und damit sind wir bei ungefähr 1800 oder ziemlich genau 1800 Frames. Dann können wir auch schon unseren Zielordner auswählen, wo wir dann nachher das hinspeichern möchten. So, also die Bilder hinspeichern möchten. Und dann schauen wir noch nach, weil wir brauchen wenigstens eine, wenn nicht vielleicht sogar zwei Add-ons. Das eine Add-on ist hier das ANT Landscape. Das muss installiert werden, das ist nicht vorinstalliert. Da könnt ihr dann oder müsst ihr gucken, wie das genau funktioniert. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und dann noch das normale Add-on, und zwar das Node Wrangler. Den könnt ihr hier einfach aktivieren und dann ist der vorhanden. Bei dem weiß ich jetzt gerade nicht mehr oder noch nicht, ob wir den wirklich brauchen. Aber wenn der an ist, den kann man immer mal gut gebrauchen. Aber ein Landscape wird auf jeden Fall gebraucht jetzt für dieses Projekt. Dann haben wir die Grundeinstellungen. Dann möchte ich auf der World schon mal für die Beleuchtung ein HDRI einfügen. Das heißt, hier auf Environment Textur gehen, dann öffnen und dann auf HDRI habe ich mir einige runtergeladen und dann nehme ich für das Licht auf diesem oder bei diesem Projekt den Chinese Garden in 1K. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das runterladen. Das habe ich von Polyhaven und von daher sollte das gehen. So, und wenn ihr jetzt auf den, wie heißt er nochmal, auf den Rendered Viewport geht, dann seht ihr hier den Chinese Garden rundherum und ich brauche das Bild im Grunde nicht. Ich möchte ja nur die Beleuchtung haben und damit kann man dann hier auf den Render gehen, auf Film und dann kann man hier auf Transparent gehen. Dann kann man das wieder zumachen und damit war es das mit den Einstellungen. Was man machen kann, man kann bei Render hier beim Color Management noch ein bisschen rumspielen. Ich lasse es jetzt auf AGX. Was dann auch noch geht, wäre Filmic, um dann dementsprechend was zu machen und dann hier auf entsprechend Kontrast einstellen. Wäre noch interessant. Müsst ihr für euch dann ausgucken, was ihr da genau nehmen möchtet. Aber für dieses Projekt lasse ich das mal alles auf Standard. So, damit haben wir die Grundeinstellung im Grunde gemacht. Wir haben die Einstellungen alle durch, wir haben HDRI gesetzt
Und somit können wir dann jetzt anfangen mit dem Projekt. Und deswegen fangen wir jetzt dann sofort als erstes an. Wir gehen erstmal wieder zurück in den Solid Viewport und sagen, jetzt möchten wir einen Landscape einfügen. Das macht ihr mit Shift A und dann habt ihr hier unten unter Mesh die Option Landscape und dann habt ihr hier quasi die Insel oder das Gebirge. Und hier kann man dann verdammt viel einstellen mit Random Seed. Gibt es verschiedene Möglichkeiten hier. Und dann gibt es hier mit Offset, kann man hier verdrehen. Hier auch in die andere Richtung, eins in XY. Und da könnt ihr für euch mal rausgucken, was ihr da zum Beispiel gerne haben wollt, was euch anspricht, was euch passt. Ich finde zum Beispiel die erste Möglichkeit hier von sich schon ziemlich cool und sagt dann, ich möchte das ein bisschen höher und sagen wir mal, ne, mache ich den anderen ein bisschen gestretched. So, das ist für das eine. Und den machen wir mal eben mit N das Side Panel auf, gehen auf Item und da sage ich jetzt, der soll jeweils 40 Meter haben und dann müssen wir die Höhe 0,7 nehmen wir mal 30. Na, das ist zu viel, definitiv. 20. 15, ja. So, das reicht mir. Und dann schieben wir das Landscape ein bisschen rüber. Machen wir G, Y minus 21. Und dann wollen wir noch ein zweites Landscape erstellen. So, das soll dann natürlich ein bisschen anders aussehen. Und wenn wir hier über den Wert gehen, den wir verstellt haben, wo wir es wissen, und wir gehen mit Backspace, stellen wir den normalerweise. Ja, hier klappt es nicht. Also das war eine 1. Hier war eine 1. Haben wir die Standardwerte wieder. Und jetzt können wir noch mal ein bisschen aussuchen, was wir nehmen. Ja, nehmen wir das mal, das gefällt mir. Und dann machen wir das Ganze jetzt dann auch mit 40. Und Höhe machen wir jetzt mal erst 20. Ne, ist zu viel. 15 ist mir auch noch zu viel. 10. G. Y. 21. So haben wir hier zwei Gebirge. Und die können wir dann gleich benutzen. So, jetzt wollen wir das hier noch dazwischen zu haben. Und das heißt, wir klicken erst den einen an, dann die Shift-Taste, dann den anderen und dann mit Ctrl-J joinen wir die zusammen und dann sind hier aus 2 1 geworden. Jetzt können wir mit 7 in die Top-View gehen und wir sagen dann, wir tun hier in der Mitte die beiden verbinden. Dafür gehen wir dann jetzt mit Tab in den Edit-Mode. Dann wählen wir hier nur die beiden inneren Linien aus und dann können wir hier auf Edge, Bridge, Edge Loops gehen. Dann haben wir die verbunden
Und dann sollten wir noch, damit das ziemlich gleichmäßig nachher ist von den Edges, hier welche zusätzlich zufügen. Das machen wir mit Ctrl A und fügen dann hier welche hinzu. So, das passt dann. Und damit haben wir den Teil schon mal fertig. Und jetzt wollen wir noch eine glatte Fläche hier hinter haben, wo dann nachher unser Steinkreis drauf kommt, wie im Video, wo dann nachher der schwebende Stein drin ist. Das heißt, wir gehen nochmal mit 7 in die Top View, halten Shift, ne, pop, pop, pop. So. Mit Alt und Antippen könnt ihr dann hier die ganze Linie auswählen. Und dann machen wir jetzt E für Extrude, Y, nein, X und dann, wir haben 40 Meter hoch, dann geben wir nochmal 40 dazu. Damit hätten wir wieder ein Quadrat. Und jetzt müssten wir hier nochmal Edge Loops hinzufügen. Und dann gucken wir hier nochmal so eben 1, 2, 3 und ein bisschen, also 2 sind das ungefähr pro. Das heißt, wir können jetzt wieder Ctrl A und dann scalen wir mit dem Mausrad, bis wir ungefähr bei demselben sind. Ja, müsste so ungefähr passen. Und damit haben wir jetzt hier unsere Fläche. Gut. Das heißt, dann gehen wir wieder Tab und dann nehmen wir die Kollektion Landscape und dann machen wir direkt eine neue Kollektion. Nein, die wollen wir dann nicht mit drunter haben und die nennen wir Stone Circle. Und bevor es jetzt weitergeht, speichern wir einfach mal ab, Save As und dann gehen wir hier in unseren Ordner rein und ich nenne das jetzt Flying Stone und sagt dann Save und damit kann uns zumindest das schon mal nicht verloren gehen. So, dann wollen wir jetzt hier einen Steinkreis rundherum machen. Das heißt, wir fügen jetzt erstmal einen Cube hinzu. Einen Cube. Dann sagen wir G X 20, machen wir mal 25, 30. So. Können wir immer noch dann verändern. G Y 12 und dann nehmen wir jetzt, gehen wir mit Tab in den Edit-Modus, gehen in Face Select, klicken erst woanders hin, dann klicken wir auf die Fläche und dann sagen wir Extrude X und sagen dann 9.
Enter. Dasselbe machen wir mit der Seite. Extrude Y9 minus. Enter. Dann können wir das Landscape einmal weglassen. Schauen uns das einmal an. Sieht soweit gut aus. Dann nehmen wir die Flächen und sagen dann Extrude Z und dann sagen wir mal 10. 10 ist ein bisschen viel. 8, 6. Lassen wir 6 und dann scalen wir die ein bisschen zusammen. Scale. So. Ja, machen wir. So, ein bisschen tiefer. 6. Ja, das kommt ungefähr hin. Finde ich gut. Dann gehen wir wieder mit Tab in den Objektmodus. Und jetzt sage ich mal, ich möchte aber noch eins weiter rüber. GY 1 Meter. Dann sagen wir Shift D für Duplicate. Y minus 24. Sagen R Z 90. Ja, und dann hat es nicht ganz gereicht. Gehen wir mit 7 in die Top View. Sagen G Y minus 2. So, dann können wir die beiden nehmen. Sagen Shift D. Und dann X, dann sagen wir 26 und dann sagen wir R Z 180. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passt. 2, 4, 6 und damit haben wir unseren Kreis soweit fertig. Jetzt wollen wir hier noch Stücke vorhaben, dass man nicht sofort reingucken kann. Und dafür sagen wir Shift A und erstellen noch einen zweiten Cube. Dann sagen wir GX so, dahin. Das wäre ungefähr 26. So, dann sagen wir Scale Y ungefähr so auf 12, nein, 6. 6. So. Und dann nehmen wir die in den Edit-Modus, die obere Fläche wieder und sagen Extrude und sagen mal 4 und sagen dann Scale ein bisschen zusammen. Machen wir eine 3,5 raus. Nein, Z. Eine 4,5. Einen halben Meter noch tiefer. So. Mit Tab wieder zurück.
Ne, gefällt mir dann doch nicht. Machen wir doch auf 5. So. Okay. Super. Dann gehen wir wieder mit 7 in die Top View. Jetzt wollen wir das natürlich nochmal wieder auch duplizieren. Dann X. ...33, 34. So. Haben wir beide. Dann können wir beide nehmen. Shift D, Duplicate. RZ90. Und dann haben wir unseren Steinkreis fertig. Und wenn wir jetzt die Landschaft wieder anmachen, haben wir jetzt dann da unseren Steinkreis. Und dann geht es nachher von hier durch, hier dran her und dann drin um den Stein rundherum. Da müssen wir dann nachher von der Höhe gucken, dass das passt. So. Und so gehen wir da dann nachher durch. Gut, jetzt wollen wir natürlich dafür, was wir jetzt schon erstellt haben, einfach schon mal ein Material vergeben. Dafür gehen wir jetzt da drauf. Jetzt sieht man das mit dem Licht schon mal schön, wie das Licht scheint und was man dann da für Schatten hat. Ist jetzt noch etwas grell, aber das wird nachher noch schön eingestellt. Ja, dann haben wir hier unseren, nicht Shader Editor, unsere Asset Library, genau, unser Asset Browser. Und wir haben ja auf meinem Kanal schon Materialien erstellt. Sind zwar nicht viele, aber das reicht, um schon mal mit was anzufangen. Und ihr könnt euch dann, wenn ihr das Material nicht habt, euch woanders ein Material aussuchen, etwas selber machen oder das Video von dem Material euch angucken und dann dementsprechend das Material auch erstellen. Und ja, ich ziehe das Material auf jeden Fall hier einfach von dem Stein da drauf und ich ziehe das auch auf alle, machen wir anders. Ich lasse das jetzt erst so und dann gehe ich jetzt hier mit, ich schiebe das auch da drauf, so, auf den ersten. Gut, und dann gehen wir hier auf die Landschaft, gehen auf den Shader Editor und weil ich die Steine nachher anders haben möchte als den hier, kann ich jetzt Folgendes machen. Ich mache hier für das eine Kopie und habe dann hier Stone 001. Da ist dann eine Kopie für den hier. Und dann können wir hier das Material einstellen, was ich dann nehmen möchte. Und hier mache ich jetzt alles etwas heller. Und zwar mache ich dann hier eine Hex, nehme ich dann von 858585 FF. So, damit ist das schon mal heller. Und dann hier nehme ich eine 404040 FF. So. Und dann lasse ich die anderen Werte alle gleich und gehe hier auf 0,02 und damit ist das Displacement nicht so stark und sieht dann dementsprechend nach einer schönen, angenehmen grauen Landschaft aus. Was weiß ich, irgendein fremder Planet oder sowas. Und dann kann ich jetzt hier die
alle eben durchklippen und sagt, die kriegen alle das Standard Steinmaterial. Und der letzte auch noch. So. Damit sind soweit alle Materialien vergeben. Und wir haben damit eigentlich soweit den ersten Teil erfüllt. Eine Kleinigkeit möchte ich jetzt noch machen. Ich klippe das nochmal an. Gehe in den Edit-Modus. Drücke mit 1 Face Select, mit Alt und dann die Linie. Und ich nehme die jetzt noch 2-3 Meter weiter raus und sage dann Extrude X3. Okay, damit habe ich 3 Meter noch raus und dann mit Ctrl A mache ich noch ein paar Loop Cuts hinzu. Fertig. Dass wir noch ein bisschen mehr Boden dazu haben. So, das soll es dann für heute gewesen sein mit dem Erstellen. Und dann geht es im nächsten Video weiter mit dem Steinkreis in der Mitte erstellen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder einen Like, ist ja dasselbe, oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao.